zwischen zwei gut trainierten Sportlern mit einem ganz klaren Ergebnis. Ich glaube, Arthur war der verdiente Sieger, aber Mario hat auch ein sehr großes Gefecht gezeigt und von Arthur alles abverlangt. Und ich bin mir sicher, dass er mit dieser Form auch mal wieder eine Chance bekommt, die Weltmeisterschaft zu boxen. Ja, für Arthur geht es jetzt weiter, steht die Pflichtverteidigung an und da werden wir dann die nächsten Wochen zeigen, wo die Verhandlungen gehen. Danke, Wilfried Sorn. Kalle Sauerland, wie Ihr Vater schon sagte, spannender Kampf. Viel mehr gegen dich für eine freiwillige Titelverteidigung? Das haben wir vorher gesagt, haben wir heute Abend gesehen. Das waren zwei Leute, zwei Spitzenathleten, ein Weltmeister, ein Challenger, der gezeigt hat, warum er auch in die Weltspitze gehört. Spannender Kampf, Messerkante bis zur letzten Sekunde. Also mehr kann man als Promoter nicht anbieten. Der Anybody Truck ist übersetzt eigentlich jemand für die. Hallo, okay, habe ich nicht gesehen. Ja, dann kommen wir zum Champion. Arthur, Glückwunsch zur erfolgreichen Titelverteidigung. Es war klar, es wird ein schwerer Kampf. Hätten Sie ihn so schwer erwartet? Ja, ich wusste schon, dass es ein schwerer Kampf ist. Nicht so ein einfacher Gegner, sondern er gehört zur Weltspitze. Er hat auch mehrmals bewiesen, hat auch große Kämpfe gemacht. War ein harter Kampf, aber wir haben nicht den Gefährten gewonnen. Natürlich war nicht einfach, war sehr hart, aber wir waren bessere Mann. Sie haben nach dem Kampfverbringen gesagt, das war die Mühe dann wert, der Blut, der Schweiß, dieses harte Training, sowohl mit Georg Bramowski als auch mit Uli Wegner. Es war aber auch notwendig, dieses harte Training, richtig? Natürlich, ohne harte Training gibt es kein Ergebnis. Und wir haben hart trainiert, aber man kann sehr, sehr hart trainieren. Man muss im Ring auch im Kopf hart sein und stark sein. Das ist sehr wichtig, psychische Stärke. Alle trainieren hart. Keiner trainiert einfach so, aber man muss im Ring wirklich im Kopf bereit sein und dann im Ring alles zeigen. Es gibt viele Leute, die sind Trainingsweltmeister, aber im Ring zeigen sie wenig. Aber manche Leute haben vielleicht nicht so als Trainingsweltmeister trainiert, aber die zeigen bessere Kämpfe im Ring. Wichtig ist, dass man sieht. Aber ich hätte gerne ein K.O. oder so, aber es hat nicht geklappt. Ich wollte noch mehr zeigen. Aber ich habe gekämpft, war nicht einfach, muss man wirklich sagen. War für eine freiwillige Verteidigung war nicht einfach. Es war klar, es war natürlich mit der stärkste Gegner, den du dir hättest aussuchen können. Jetzt kommt die Pflicht gegen Ramirez, auch ein hartes Programm, natürlich. Und dann eventuell würdest du Martin nochmal die Möglichkeit geben, gegen dich anzutreten? Ich habe überhaupt kein Problem, gegen ihn nochmal zu boxen, überhaupt kein Problem. Erstmal Pflicht. Mache ich meine Pflicht und danach boxe ich nochmal gegen ihn. Danke, Arthur. Dann kommen wir zu Martin Murray. Martin, großen Respekt vor dieser couragierten Leistung. Was hat am Ende gefehlt? Welches Quäntchen, dass du nicht den Sieg davon tragen konntest? I thought I got it. I didn't think I missed anything. I thought I won the fight. I know I'm in Germany and I've been here before, so I know what it's like, but even still, I thought I was going to get it today and I thought I did enough, but you know, that's the way it goes. Also um ehrlich zu sein, dachte ich, dass ich eigentlich den Kampf gewonnen habe. Ich habe meiner Meinung nach genug getan und habe eigentlich nichts falsch gemacht, aber habe auch nichts zu wenig gemacht. Ich bin halt jetzt wieder nach Deutschland gekommen, habe hier geboxt, ich wusste schon, ich habe schon gesehen, wie es beim letzten Mal gelaufen ist, jetzt ist es wieder so gelaufen, aber da muss man eben durch. Danke, Martin. Barry Hearn ist auch zu uns gekommen. Hallo Barry. Wie ist Ihre Einschätzung? It was a very close fight, as you know. First 6 rounds, clearly very one-sided, I think, in favour of Martin Murray. I think the second was a lot closer fights, and you have to give credit to those guys for supplying us with a great fight. We always
English people always moan about German decisions, so I'm going to be consistent and I'm going to moan as well. You wouldn't expect anything else, would you? But what I would like to say, maybe a little suggestion, because we won the World Cup in 1966 and then we came over to your place for the World Cup later on, didn't we? I think it would be really novel of Arthur to come out of Germany for once. And I'd very much like to give him a load of money to come and fight Martin Murray in Manchester, and then let's see what it's like. Now, I'm not going to criticise the referees and the judges at all, because I think it's pointless, because they're doing their job and they're seeing it as they see it, and we will have our views about that. But what I would want to say is I think Arthur Abraham is a great champion, and I think he's a great man. And great men take great challenges to establish themselves as great men. So, Mr. Sowland and young Sowlands, let's do it in Manchester and then let's see what it's like. We're very happy. May I also say something? It sounds like Arthur never boxed on foreign territory. He boxed in America, he boxed in Finland against very strong opposition. I mean, Ward, Froch boxed the cream of the super middleweight, so Direl in Detroit. So it's not like he has never been on foreign territory. It is a point to say that when he had those tough fights, he was generally beaten. I mean, obviously, that goes without saying. But the thing is, let's take it out of, I mean, what harm can he do? It's another great fight, let's do it again. Let's have some money and let's make the crowd happy. Let me also say something. When Arthur, that was really, in hindsight, a mistake on our side that we put him from the middleweight. He was a middleweight champion. And then we let him straight away fight the best in the super middleweight without having ever any fight in the super middleweight division. I think that's something very special, and straight away going into foreign territory as well. And I mean, Froch, Ward, when the top, they're still today, Ward was the best fighter in the world in the division. So I mean, it's a risk we took. It didn't pay off, and it was, in hindsight, Wilfred, can I agree with Wilfred entirely on that? I think this man knows his boxing and he is to be respected. He would also know, of course, that this was Martin Murray's first fight as super middleweight. No, that's not correct. No, that's not correct. He had already first title fight. No, title fight. There's something different. But the fact is, the great thing is we've got opinions, and the only way for opinions is we do business, don't we? Arthur Abraham's got to fight somebody. I think the fans in England, especially the German fans in England, will love Arthur coming to England. It will be wonderful. And what a statement of a real man. A real man. I mean, someone who really goes to the trenches. And I think Arthur Abraham is that man. I think he's a special human being. So, wir machen jetzt mal, Thomas, eine kleine und kurze Zusammenfassung. Ich glaube, die meisten haben es verstanden, aber in kurzen Worten eine kleine Zusammenfassung. Ja, also erstmal, wer hat mich gehört? Also ich dachte, es war ein sehr, sehr enger Kampf. Die ersten 6 Runden, die habe ich klar Martin gegeben. Die zweiten waren deutlich enger. Und man kann eigentlich nur sagen, Respekt an beide Kämpfer, das war ein super Kampf. Ich sag mal so, die Engländer, die meckern ja immer rüber, und ich bin jetzt einmal mal konsequent und meckere auch über den Kampf. Ich meine, wir haben 66, haben wir die WM im eigenen Land geholt, dann sind wir zu euch gekommen, warum kommt jetzt Arthur einfach nicht rüber nach England und gibt Martin das Rematch in Manchester? Und zu den Punktrichtern kann ich nur sagen, die machen auch alle nur ihren Job, genau wie der Ringrichter. Arthur ist ein großer Champion, ich halte auch Arthur für einen großen Mann, und große Männer, die gehen große Herausforderungen ein, und daher sehe ich eigentlich, dass Arthur ruhig nach Manchester kommen kann. Und ja, darauf die Antwort von Wilfried Sauerland, dass Arthur halt die Besten geboxt hat, auch im Ausland. Also er hat dort schon geboxt, es ist nicht so, als ob er nicht im Ausland geboxt hat. Und im Ausland hat er auch immer gegen die Besten geboxt. Ich meine, Froch und Ward sind nun mal, aber waren zu dem Zeitpunkt die besten Supermittelgewichtler. Und von uns war das vielleicht ein Fehler, ihn sofort gegen solche klasse Leute antreten zu lassen, aber wir sind es eingegangen, er hat gegen die Besten geboxt. Und Herr Hörn sagte dann noch dazu, dass er das alles respektiert, was Arthur geschafft hat und gemacht hat,
Aber jeder hat eine Meinung und Meinungen können eigentlich nur, verschiedene Meinungen können nur gelöst werden, wenn man ein Geschäft macht. Und dementsprechend muss es einen Rückkampf unserer Meinung nach geben und am besten in Manchester. Ja, danke für die Zusammenfassung. Wo wir gerade bei Ehrungen sind, Barry sprach Arthur an. Arthur hat heute von der WBO für 5 erfolgreiche Titelverteidigungen einen Champions Ring bekommen. Freust dich, Arthur, sicherlich. Ne? Ein schönes Schmuckstück, auch für Männer an der Hand? Natürlich, dieser Ring geht in meine Geschichte ein. Das ist was Besonderes für mich, dass ich diesen Ring bekommen habe. Das ist eine große Ehre für mich. Ich hätte davon geträumt, aber jetzt ist wahr geworden, mein Traum. Das ist was Besonderes, wirklich. Ja, jetzt kommen wir zu Uli Wigner und der hat heute seinen 100. Nicht den 100. Geburtstag, da braucht er noch etliche Jahre, aber es war der 100. WM-Kampf, Uli, und natürlich auch noch mit einem schönen Ende und ein zufriedener Abend für dich, oder? Naja, gut, 100 ist ja schon eine ganz tolle Zahl. Ich muss sagen, wie schon zum Ausdruck kam, ein knappes Urteil, knapper Kampf, ein toller Kampf. Ich hatte Arthur auch mit 1, 2 Sekunden vorne, aber jeder sieht das von seiner Seite aus. Aber wenn wir in Manchester boxen, dann möchte ich im Stadion und Treffort boxen, dann bin ich nämlich zu Hause. Und im Großen und Ganzen muss man beide Kämpfer große Hochachtung entgegenbringen, taktisch sehr variabel, jeder entsprechend seines Könnens. Ja, wenn es knapp ist, fühlt sich einer immer benachteiligt. Ich sehe das von meiner Seite als Trainer aus. Und allerwichtigste ist für mich, dass er auch seinen Titel verteidigt hat. Und es geht weiter. Sicherlich wird der Sauerland da die Verhandlungen machen oder Arthur sicherlich auch eine Revanche geben. Das ist aber nicht meine Angelegenheit. Das sollte das Management machen. Mehr möchte ich da heute nicht mehr zu sagen, bin müde genug. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu Andrew McHale, das ist der Manager von Martin Murray, mit einem kurzen Statement bitte zum Kampf. Yeah, I think you just got to look at Arthur Abraham's trainer, who's won 100 world title fights. He's taken his fights and got it by 1 round. So some of the judges, you know, need glasses, because I had that by Martin Murray by 2 or 3 rounds. I thought, and I know Martin was well ahead in the 6th round. Maybe it was closer than what I thought, but I was 100% sure that he got it. But you've got to remember something about Martin Murray. He is an absolute road warrior, and I'm not sure how many times and how many bad decisions you can get. Everybody knows Felix Stern, draw, maybe, or maybe it wasn't the right results. Sergio Martinez goes to Argentina in front of 40,000 people who wanted to kill him, never mind Martinez. And then he comes out of that fight after dropping him twice with a loss. Golovkin, I don't think anyone's got any argument with Golovkin. He's the greatest fighter in the world right now. He's the strongest fighter. And Martin took him to the 11th round, which nobody's ever done before, and I don't think anybody will. So I think you just got to look at it. I'm sat next to him, I'm very proud to be associated with this boy, because he is an absolute warrior. And I look at Arthur and I look at Callum and I say to you, is he brave enough to step out of Germany? Is anybody? You can only hide behind these walls for so long, and I think it'd be an absolute sellout, a great atmosphere, and I think Martin Murray and everyone knows this. He deserves that chance again. He deserves a chance, definitely. Also, wenn ich mir Uli anschaue, der jetzt schon 100 WM-Kämpfe gemacht hat, und der kann jemand noch relativ gut sehen, und wenn ich mir dann die Punktrichter anschaue, dann glaube ich, die brauchen ziemlich starke Gläser. Also ich hatte den Martin bestimmt so 2, 3 Runden vorne. Nach der 6. Runde war er deutlich bei mir vorn. Ich sehe das vielleicht auch aus meinem Blickwinkel. Aber so ist es meiner Meinung nach. Und Martin, der hat all seine schweren Kämpfe, die ganzen WM-Kämpfe, alle auswärts gemacht, also alle im Ausland.
Und da frage ich mich echt, wie viele knappe Urteile kann ein Mann eigentlich verlieren? Ich erinnere nur an den Kampf gegen Sturm und auch gegen Martinez, wo er den Martinez am Boden hatte. Er hat den Golovkin, einen der besten Kämpfer meiner Meinung nach, bis in die 11. Runde gebracht, was meiner Meinung nach auch nie mehr jemand schaffen wird. Martin ist einfach ein echter Krieger und ich schaue jetzt Richtung Arthur und Richtung Kalle und da frage ich mich, ist Arthur so stark und so mutig, dass er ins Ausland geht, zu uns nach Manchester kommt und Martin nochmal diese verdiente Chance gibt. Es wird eine großartige Atmosphäre und ich glaube, den Kampf haben die Fans verdient. Ich werde kurz auf Englisch antworten. So there's 3 things I just say. I'll say in English because the need translation, I don't want it to be mistranslated either. I said before, and I hope this was translated correctly, for me Martin Murray was a 2-time world champion coming into this fight. I think where I differ to the opinion that it was a close decision, it wasn't a bad decision. There definitely was not a bad decision. If you look already now what experts have said, it's a close fight, but it wasn't a bad decision. You can't compare it to what happened in Argentina. And I said before the fight, you know, there's the same judges that judge fights in England and wherever else in the world. It's not German judges. You know, coming partly from England myself, I understand the stigma. I want to give you 2 facts. Sebastian Sylvester, Daniel Gill, and Nikolai Valuev versus David Hay. Those are both promoted by us. Those titles have both gone outside the country on decisions where even journalists from the home countries have had it against them. Tonight, Sky Sports had Martin Murray losing narrowly. CompuBox, let me just please finish. CompuBox had, and I'm not fans of these statistics because I don't know how you can actually see with the guy who boxes with a guard up, like Arthur, had Arthur landing 141 punches and Martin Murray landing 125 punches. Read into that what you want. I'm not a fan of them. I'm just going to make some points. And either way, it's not a bad decision. Now to the final part, the offer from Manchester. I look forward to receiving that from Barry or Eddie, and then we can look where we go from there. But first we have the mandatory, and but as I said, Martin belongs. I said it before the fight. I said tonight he's only proven me, and there's no reason why Martin Murray won't get another shot and will become a world champion because he definitely deserves it. I translate. Also drei Dinge. Also schon vor diesem Kampf, das habe ich auch gesagt, war Martin für mich eigentlich ein 2-facher Weltmeister. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Engkampf und einem kontroversen Kampf bzw. Urteil. Und es ist einfach nicht mit dem Kampf in Argentinien gegen Martinez zu vergleichen. Im Übrigen kamen die Ringrichter aus den USA und waren keine Deutschen und vor allen Dingen bestimmt wir nicht die Ringrichter, sondern der Weltverband. Und ich erinnere nur an 2 Kämpfe, die wir ausgetragen haben. Das war Silvester gegen Giel und Valuev gegen Hay. Und da haben die Punktrichter in solch knappen Kämpfen für den Auswärtsboxer gewertet. CompuBox, ich bin kein Fan von Statistiken, aber CompuBox, das ist der große Statistikführer für Boxkämpfe, hatte Arthur in gelandeten Schlägen über die komplette Distanz mit 141 zu 125 vorn. Wie gesagt, ich bin kein Fan von diesen Statistiken, aber also es ist eben zum letzten Part will ich nur sagen, ich erwarte sehr gerne von Barry Hearn das tolle Angebot für einen Kampf in Manchester. Aber bevor wir überhaupt darüber nachdenken und stattfindet, müssen wir uns jetzt erstmal auf die Pflichtverteidigung konzentrieren, die dann nächstes Jahr ansteht. Ja. Dankeschön. Kann es auch eine Frage von mir noch? Wie hat das Sky und das englische TV hat den Kampf wie gesehen? Kalle? Das englische TV Sky, der übertragene Sender in England wird. Okay, alles klar. Dann würde ich gerne zu Ihren Fragen kommen. Keine Frage? An Arthur die Frage. Ein Teil des Trainings lief ja unter Uli Wegner. Gab es da besondere Probleme oder? Nein, mein Trainer Uli Wegner war ein paar Wochen
nicht beim Training, aber Trainer Bramowski hat seinen Plan alles gemacht, wie er geschrieben hat. Und Trainer Bramowski sitzt noch was drauf, als er wegen mir geschrieben hat. Aber mit Trainer wegen natürlich ist auch gut, aber unser Trainer Bramowski macht seinen Plan, also war alles okay. Aber ich vermisse eben niemanden. Ich mag ihn, wenn er dabei ist, schimpft er jeden. Gibt es weitere Fragen? Ich kann dahinter den Kameras nicht viel erkennen. Ist da noch eine Wortmeldung? Irgendjemand eine Frage? Nichts? Gut. Da doch, komm. Arthur, ich habe dich schon mal aktiver in Erinnerung. Gab es irgendwie konditionelle Probleme? Nein, überhaupt nicht. Am Anfang ich wusste, dass er aktiv ist. Bei seinem letzten Kampf ist er auch immer nach vorne gegangen, am Anfang aktiv ist. Und dann später baut er ab. Habe ich das schon mehrere seinen Videos beobachtet. Habe ich gesagt, das ist kein Problem. Wenn er ruhig am Anfang aktiv ist, dann 1, 2, 3 Runden war aktiv, danach nicht mehr. Weil der Schläge haben nachgelassen. Wenn dann keine weiteren Fragen mehr sind, dann danke ich für Ihr Kommen. Ich habe mich sehr gefreut, auch ein großes Lob an die Sicherheitskräfte in und vor der Halle. Wir haben eine ganz reibungslose